Wusstest du schon, dass du im Airfryer auch ganz einfach und schnell Brot und Gebäck backen kannst? Passend dazu habe ich türkisches Gebäck mit Käse zubereitet. Die sind super einfach, richtig fluffig und in 14 Minuten fertig gebacken. Wie es geht, zeige ich dir jetzt. Also los geht's! Zuerst trennen wir das Ei. Wir benötigen jetzt nur das Eiweiß. Das Eigelb brauchen wir später, also beiseite legen. Dazu kommen 100 ml Milch und dann verrühren wir alles kurz. Dann kommt 100 ml Wasser, 60 ml Öl und ein Teelöffel Hefe dazu. Und damit die Hefe gut arbeiten kann, kommen 2 Teelöffel Zucker hinzu. Alles gut verrühren und dann kommen nach und nach auch die restlichen Zutaten hinzu. Das wären dann 1 Teelöffel Salz und nach geben wir etwa 380 Gramm Weizenmehl dazu. Zuerst nur ein bisschen, denn dann können wir alles gut mit einem Schneebesen vermischen. Und dann kommt der Rest dazu. Mit einer Teigkarte oder einer Teigschabe alles gut vermischen, bis es nicht mehr geht. Das erspart dir klebrige Hände am Anfang. Dann den Teig aus die Schüssel nehmen und dann etwa für 5 Minuten per Hand kneten. Dann eine Teigkugel rollen und ihn in die Schüssel geben. Etwas Mehl drüber und mit Frischhaltefolie abdecken. Den Teig lasse ich für etwa 30 Minuten an einem warmen Ort aufgehen. Jetzt fängt die Hefe an zu arbeiten und so bekommen wir einen richtig schön weichen Teig später für unsere Teigtaschen. Nach etwa 30 Minuten oder länger nehme ich den Teig aus der Schüssel und gebe ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Etwas Mehl darüber und dann ausrollen. Den Teig am besten so groß wie es geht ausrollen und etwa mit einer Dicke von 1 cm. Aber ihr könnt sie auch etwas dicker oder dünner machen. Dann müsst ihr aber gegebenenfalls später auch die Zeit im Airfryer anpassen. Übrigens, die vegetarischen Teigtaschen nennt man Porcher und ähneln den Empanadas etwas. Sie werden oft zum Tee gereicht oder zur warmen Mahlzeit. Echt super lecker, also probiert's aus. Nun nehme ich ein Glas und steche 12 Kreise aus. Mein Glas hat einen Durchmesser von etwa 10 cm. Erst einmal 6 Kreise ausschneiden und dann entferne ich die Teigreste um die Kreise herum. Diese knete ich als Kugel zusammen, roll die Kugel aus und steche weitere Kreise aus. Ihr solltet am Ende etwa 12 Kreise haben. Als Füllung habe ich mich für eine Feta-Petersilien-Füllung entschieden. Dazu habe ich 160 Gramm zerbröselten Feta mit 15 Gramm klein gehackter Petersilie vermischt. Einen Esslöffel gebe ich nun auf den Teigkreis, am besten in die Mitte, dann klappe ich den Teig einmal um, so dass ich einen Halbkreis habe. Mit den Fingern drücke ich die Ränder fest, gut zudrücken, damit sie schön ihre Form behalten und der Käse später nicht beim Backen herausfließt. Jetzt kannst du noch mit einer bemehlten Gabel den Rand rillenförmig andrücken. Das ist optional, aber sieht natürlich super schön aus. Die Teigtaschen bestreiche ich dann mit Eigelb und dann heize ich auch schon mein Airfryer für 3 Minuten auf 160 Grad vor. Und dann backe ich sie für 14 Minuten bei 160 Grad. In der Zwischenzeit fülle ich die anderen 6 und bereite sie vor. Du kannst aber auch alle direkt vorbereiten und mehrere auf einen Grillrost auf 2 Ebenen gleichzeitig backen. Danach kurz abkühlen lassen und genießen. Ich wünschte, ihr könntet sie riechen. Sie riechen richtig lecker und die Teigtaschen sind wirklich super weich. Probiert es aus und lasst mich wissen, wozu ihr diese Teigtaschen servieren würdet. Zum Frühstück oder doch eher zum Mittagessen. Ich finde sie ja für unterwegs auch perfekt. Viel Spaß beim Nachmachen und falls dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere jetzt meinen Kanal kostenlos.